Alter Vater, das war mal intensiv, obwohl es nur 10 Meter waren. Ja, eigentlich. Leck mich am Arsch, ey. Ich dachte an einer Stelle, mich schmeißt's um. Ja. Motorradabenteuer Skandinavien. Durch die schönsten Regionen Norwegens und Schwedens, hoch ans Nordkap und durch Finnland wieder zurück. Wer alles mit auf Tour geht, wie wir uns auf die Tour vorbereitet haben und unser Tourstart im Süden Norwegens. Mit dem Motorrad durch Skandinavien und hoch ans Nordkap. Das klingt irgendwie vertraut, oder? Es ist bereits meine zweite Tour, die mich ans nördliche Ende des Kontinents führen wird. Und doch wird diese Tour anders als alle, die ich bisher gefahren bin. Denn ich fahre diese Reise nicht alleine. 4 von euch, von Zuschauern dieses Kanals, werden mich dabei begleiten. Und gemeinsam erwarten uns knapp 7000 Kilometer durch Norwegen, Schweden und Finnland. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Aufruf, euch für diese Reise zu bewerben. Knapp 60 Interessenten haben sich daraufhin bei mir gemeldet. Wahnsinn! Ihr könnt mir glauben, dass es alles andere als einfach war, 4 endgültige Kandidaten auszusuchen. Meine Begleiter werden sich und ihre Motivation zur Bewerbung für diese Reise im Laufe dieser Episode noch vorstellen. Normalerweise startet man mit seinen besten Freunden oder mit seiner Familie in eine Reise dieser Art. Wir hingegen haben uns im Vorfeld der Reise nicht wirklich gut gekannt. Klar, man hat sich mal getroffen, ist am Wochenende zusammen gefahren und hat auch mal die Lebensgeschichte der anderen gehört. Viel mehr war im Vorfeld aber zeitlich nicht möglich. Denn viel zu schnell rückte der Tag unserer Überfahrt nach Norwegen im Alltag näher und irgendwann war die Route geplant und im Navi, die Koffer gepackt und das Motorrad abfahrbereit. Daher war es wohl für jeden von uns ein ziemlicher Sprung ins Ungewisse, mit wem wir da eigentlich auf Tour gehen. Und erst im Laufe der Reise haben wir uns wirklich kennengelernt. Eine Sache haben meine Begleiter aber gemein. Sie sind vorher noch nie so eine große, zusammenhängende Tour gefahren und haben richtig Bock darauf, mit mir die schönsten Regionen Skandinaviens zu entdecken. Aber wie bereitet man sich am effektivsten auf 4 Wochen Skandinavien mit im Grunde 4 fremden Menschen vor? Der einfachste Weg, man frisst bei einem Offroad-Training ein intensives Wochenende lang gemeinsam Dreck. Wir trainieren an diesem Wochenende als Vorbereitung auf Skandinavien das Fahren in leichtem Gelände. Sicherer Stand, Blickführung, Lenk- und Bremsverhalten sowie einfache Wasserdurchfahrten. Nichts, wovor man sich fürchten müsste, was einen aber ähnlich einem Fahrsicherheitstraining auch auf befestigten Straßen zu einem besseren Fahrer macht. Für mich auch eigentlich nichts Neues, dank Island und Schweden ist leichtes bis mittleres Gelände keine Unbekannte für mich. Für meine Teilnehmer ist es aber eine ganz neue Welt, entsprechend steil ist auch die Lernkurve. Das alles findet auf rein freiwilliger Basis statt, denn Offroad-Fahren ist in Skandinavien kein Muss. Man eröffnet sich aber ganz neue Möglichkeiten, wenn man es nicht grundsätzlich ausschließt. Wir wollen damit vor allem auf dem TED in Finnland auch abseits der befestigten Straßen eine gute Figur machen. Wir teilen an diesem Wochenende viele erste Erlebnisse und wie das mit ersten Malen so ist, sind diese Erfahrungen ganz besonders intensiv. Ho, ho, ho. Wow. Alter Vater, das war mal intensiv, obwohl es nur 10 Meter waren. Ja, eigentlich. Leck mich am Arsch, ey. Ich dachte an einer Stelle, mich schmeißt's um. Ja, ja, ich bin der Samuel, komme aus Hagen, bin 33 Jahre alt und nur in Norwegen. Ich habe vor 1,5 Jahren gestartet,
so vor 12.000 Kilometer. Und ja, fahren noch nicht ganz so lange. Hallo, ich bin die Barbara, ich bin 47 Jahre alt und ich komme aus dem schönen Seesen am Harz. Also mein Werdegang ist eigentlich ziemlich schnell erzählt, weil ich habe gestern exakt vor 2 Jahren den Motorradführerschein gemacht. Hallo, mein Name ist Markus, bin 54 Jahre alt und wohne in der Nähe von Aachen. Das erste motorisierte Zweirad war letztendlich eine Mofa, Hercules Prima 5S mit dem Alter von 15, die ich dann gefahren habe, bis ich 18 wurde. Dann habe ich Motorradführerschein gemacht, bin viele Jahre nicht mehr Motorrad gefahren. Mit Anfang 30 ging es dann wieder los und seitdem fahre ich Wochenendtouren und die eine oder andere Tour durch die Alpen, so mal 10, 14 Tage, schöne Kurven rauf und runter. Hi, ich bin der Andreas, 45 Jahre alt und komme aus Bad Honnef, das ist bei Bonn. Also eigentlich, ich fahre schon seit 17 Jahren Motorrad und erst in den letzten 3 Jahren so richtig auf den Geschmack gekommen. Davor waren nur so ca. 1000 Kilometer pro Jahr und einfach nur so durch die Gegend gefahren. Nie eine große Reise gemacht. Das ist jetzt zum ersten Mal. Eigentlich bin ich nicht so voller Erwartung, sondern total neugierig, was alles auf mich zukommt. Ich werde an meine Grenzen gehen, das weiß ich. Und ich bin auch bereit, sie zu überschreiten, weil no risk, no fun. Und wer nichts wagt, der erlebt auch nichts. Ich hatte auch schon geplant, für dieses Jahr nach Norwegen zu fahren. Wahrscheinlich nicht ganz so weit, auch nicht so lange. Ja, und dann kam das Video gerade zur rechten Zeit. Und dann nach kurzer Überlegung habe ich dann mich gemeldet, ihm geschrieben. Und dann hat er mich ausgewählt als einer der wenigen. Also eigentlich so, jeder Motorradfahrer träumt einmal von Nordkap. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, so YouTube-Videos zu schauen darüber und dich entdeckt und dich mal angeschrieben. Habe auch gar nicht erwartet, dass du mal antwortest, aber irgendwann mal hast du geantwortet, dass eventuell was sich ergeben kann. Das ist jetzt bestimmt 1,5 Jahre her. Dann hast du diesen Aufruf gestartet, genau. Und ich war, glaube ich, einer der ersten von den Bewerbern. Das war eine relativ spontane Entscheidung im Februar diesen Jahres. Ich habe auf dem Sofa gesessen, ein YouTube-Video gesehen und es sprach mich an. Meine Freundin, Lebensgefährtin, stieß mich dann von der Seite an und sagte, bewirb dich da. Und ich denke so, ja gut, aber dann bin ich 4 Wochen weg im Sommer. Passt genau von der Zeit her, es geht und dann habe ich mich beworben. Ja, hat so ein bisschen damit begonnen, dass ich auf YouTube immer so tolle Reisevideos gesehen habe, dass ich da irgendwelche Leute ins Nordkap gefahren sind, unter anderem auch dieser komische Kanal des GS-Enthusiasten. Und das hat mich dann irgendwann auch mal gepackt und da dachte ich, jetzt mache ich einen Führerschein und jetzt bin ich hier. Weil ich einmal in meinem Leben mit dem Motorrad ans Nordkap fahren möchte. Hoffnung und Wünsche, dass ich vor allen Dingen atemberaubende Landschaft sehen werde, so wie das jetzt hier auch schon der Fall ist. Und ich denke, das wird noch mehr der Fall sein, wenn wir dann auch noch nach Schweden und Finnland fahren, aber vor allen Dingen Richtung Nordkap hoch. Ich liebe Berge, ich liebe Straßen, die in Serpentinen die Berge auf und runter gehen und letztendlich auch karge Landschaften, aber auch den Wald. Darauf freue ich mich. Ich erwarte auch, dass wir als Gruppe mit den 5 Personen, die wir jetzt sind, zusammenwachsen werden im Laufe der Zeit über die Unbillen, die uns da so entgegengeschmissen werden von der Natur, dann einfach auch zusammenwachsen werden. Also ehrlich gesagt, ich erwarte ganz wenig. Ich lasse mich überraschen und bin sehr gespannt, was so auf mich zukommt. Also wirklich, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was auf uns noch zukommt. So ein bisschen schon, aber eigentlich, ich lasse mich einfach überraschen. Egal was kommt, ich werde es mitmachen und mich freuen, denke ich mal. Hoffnungen und Erwartungen. Ja, das war eine tolle Zeit haben, viel sehen, hier die Landschaft, viel erleben, gutes Wetter hoffentlich, alle wieder gesund zu Hause ankommen und eine gute Zeit hier haben. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gestern schon zu Hause losgefahren, damit ich es heute etwas stressfreier habe. Jetzt habe ich gerade die Perle hier aus der Garage geholt und die zeige ich euch jetzt mal, wie bepackt die ist. Und ich muss ganz offen zugeben, egal in welchen Urlaub ich gefahren bin, es fiel mir noch nie so schwer, Gepäck einzupacken.
Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Emden und werde dort die Jungs treffen. Und dann werden wir heute Nachmittag zusammen auf die Fähre gehen. Und dann kann das große Abenteuer starten. Ich freue mich! Eigentlich beginnt unsere Reise bereits hier, im Fährhafen von Kristiansand. Klingt aber nicht so spannend. Erzählerisch kann man diese Reise viel besser verpacken, wenn man sich ein markantes Ziel herausnimmt und es zum Motto der Reise macht. Nicht ohne Grund trägt der Film meiner ersten Reise durch Skandinavien den Titel Mit dem Motorrad ans Nordkap, denn das Nordkap ist wohl das Ziel für Skandinavienreisen und jedem sofort ein Begriff. Gegensätze geben dem Ganzen dann noch dieses gewisse Extra. Daher machen die meisten aus ihrer Reise ans Nordkap auch eine Reise vom Südkap ans Nordkap. Denn kaum ein Ort ist wohl besser als Ausgangspunkt für eine Reise ans Nordkap geeignet als das Südkap, der südlichste Punkt Norwegens und damit das genaue Gegenteil des Nordkaps. Vom Hafen in Kristiansand ist es nur ein Steinwurf bis dorthin und auf die Halbinsel Lindesnes. Über die frisch ausgebaute E39 erreichen wir damit in weniger als 2 Stunden unser erstes Zwischenziel der Reise. Hier finden gerade die ersten Filmaufnahmen statt. Ich mache mal hier die B-Kamera. Hinter den Kulissen, könnte man sagen. Überhaupt nicht gestellt. Ist alles frei improvisiert. Hier ist auch der Reiseleiter. Wunderbar. Am Südkap beginnt unsere Reise dann auch offiziell. 27 Tage lang sind wir durch Norwegen, Schweden und Finnland unterwegs, ehe wir am Ende in Helsinki auf die Fähre in Richtung Heimat rollen. Bis dahin erwarten uns über 7000 Kilometer, die wir auf 4 verschiedenen Motorradtypen zurücklegen. Genau wie ich ist auch Andreas auf einer R1250 GS unterwegs, Markus auf einer R1200 GS. Samuel ist eine Nummer kleiner motorisiert, er fährt eine F850 GS. Ohne GS unterwegs ist Barbara auf ihrer Honda NC750X, gehört mit dem GS auf dem Kennzeichen aber trotzdem irgendwie zur Modellreihe. Mit Lindesnes stehen wir am Südkap gleichzeitig am Fuße von Norwegens ältestem Leuchtturm. Bereits seit 1655 werden hier Schiffe vor den Felsen der Küste gewarnt. Denn da hier die Ost in die Nordsee und der Skagerrak in die Hochsee übergeht, kann diese Region für Schiffe schon mal unangenehm zu befahren sein. Bis ans Nordkap sind es von hier 2518 Kilometer. Allerdings nur auf direktem Weg. Wie langweilig. Wir nehmen natürlich die schönen Routen entlang der Fjorde, über die Berge und immer wieder durch die weiten Fjelllandschaften Norwegens, weswegen wir mit deutlich mehr Kilometern rechnen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass den Vieren meine ausgearbeitete Route gefallen wird, denn sie besteht zu großen Teilen aus der Route, die ich bereits 2020 gefahren bin und deswegen gut kenne. Ich weiß aber auch, dass meine damalige Route ein paar Schwachstellen in Form von eher langweiligen Routenabschnitten hatte und die habe ich für diese Reise deswegen verändert. An den Stellen, an denen Norwegen nicht so viel zu bieten hat, machen wir diesmal einen Schwenk rüber nach Schweden und andersrum genauso. So geht es durch Norwegen und Schweden rauf und dann auch endlich durch Finnland wieder gen Süden, so wie ich es bereits 2020 geplant hatte, aber pandemiebedingt nicht fahren durfte. Also wir haben uns am Südkap getroffen und danach sind wir losgefahren durch fantastische Natur, an Felsvorsprüngen mit Weitblicken, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Das ist einfach fantastisch gewesen. Über Schotterstraßen, ich weiß nicht, abgelegene Straßen hat Chris ausgesucht, wo kaum jemand gefahren ist, kaum ein Auto unterwegs war.
Wir erleben bereits am ersten Tag eine Art Norwegen in der Nussschale. Wir sehen sämtliche Landschaftsformen, die man hier im Süden antreffen kann. Von der Küste am Südkap geht es landeinwärts, über zunächst sanfte Hügel, durch lichte Wälder und immer mal wieder an einem Seeufer entlang. Und neben Asphalt geht es auch immer mal wieder über kleine und kaum befahrene Schotterstraßen. Je weiter wir nach Norden kommen, desto höher werden die Hügel, desto karger wird die Landschaft und umso öfter kommen die sumpfigen Fjelllandschaften hinzu. So langsam haben wir das Gefühl, in Skandinavien angekommen zu sein. Und wie es sich für Skandinavien gehört, darf natürlich auch das Wildcamping am Wegesrand nicht fehlen. Denn das Jedermannsrecht berechtigt in den skandinavischen Ländern vereinfacht gesagt dazu, abseits von Siedlungen eine Nacht im Zelt am Wegesrand zu verbringen. Kurz vor Tonstart kommen wir dafür an einer perfekten Stelle vorbei, an einem kleinen Rastplatz an einem See, einer Sitzgelegenheit und genug Fläche für unsere Zelte. Wenn man nicht weiß, wo wir hier gerade sind, könnte man auch meinen, wir wären auf einem Campingplatz gelandet. Und, was sagt ihr, wie war der erste Tag in Norwegen? Ja, Tag 1 neigt sich dem Ende zu. Wir sollen ja immer einen kleinen Rückblick für den Tag machen. Und das mache ich jetzt. Die gucken auch gerade alle fleißig zu. Ne? Das ist hier das Highlight des Abends, ist das. Und genau, heute war super. Mit der Fähre angekommen, haben die Gruppe gefunden. Alle Erwartungen erfüllt. Die ersten Stunden des Tages waren ein bisschen regnerisch, aber dann hat es aufgeklärt. Sonnenschein. Offroad, alles dabei gewesen. Ich bin begeistert. Tag 1 ist gelaufen, also noch nicht ganz, aber der war schon mal grandios. War schon tatsächlich sehr, sehr aufregend, anstrengend, aber auch, weil wir sind ungefähr, weiß ich nicht, keine Ahnung, 50 Kilometer im Schotter gefahren. Ganz viele tolle Eindrücke über Straßen, die Nebenstraßen sind, aber trotzdem toll zu fahren. Unheimlich geniale Landschaft. Du fährst über den nächsten Hügel und wieder kommt ein Fjord oder ein See oder eine Brücke und ein Tunnel und bedarf einiger Zeit, das alles zu verarbeiten. Und jetzt campen wir hier wild am Straßenrand und in Norwegen juckt das auch keinen. Also die sind relativ cool damit. Ja, also ich bin begeistert. Erster Tag super. Keine Klagen. Können wir morgen so weitermachen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe alles etwas anderes vorgestellt. Die Stimmung ist gut. Hier im Hintergrund, da sind die Jungs und die Mädels. Da zelten wir heute zum ersten Mal. Und es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wetter schön, Sonne pur, die Straßen, also alle erzählen, dass in Norwegen fährt man nur geradeaus. Ich weiß nicht, welche Straßen die gefahren sind. Also wir haben heute den ganzen Tag nur kurvige Straßen gehabt. Das Wetter hat uns überrascht. Also eigentlich, ich habe mit Regen gerechnet und mit Wind, aber es war eigentlich fast nur Sonne. Und dabei hätten wir es vermutlich auch gerne alle belassen. Aber könnt ihr euch denken, was zu Norwegen in der Nussschale ebenfalls gehört? Flüssiger Sonnenschein. Und so lernen wir am nächsten Morgen das andere Gesicht unseres Gastgeberlandes kennen.
Reisegruppe Franzen bereit? Sehr schön. Gucken wir mal, was der Tag heute so bringt. Regen, ganz genau. Die Frage ist nur, wie viel und was von unseren gesetzten Zielen können wir noch so abhaken. Lassen wir uns überraschen. Ganz genau. Nee, heute kommt kein Schotter. So, nächster Halt Lysefjord. In der nächsten Folge geht es rauf in die Berge rund um den Lysefjord und damit zu einem ersten Highlight der Reise. Von oben würden wir eigentlich weite Blicke ins Land und auf den Fjord genießen, dazu herrliche Bergpanoramen und traumhaftes Wetter mit nicht einer Wolke am Himmel. Ja, der Lysefjord, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber vor lauter flüssigem Sonnenschein bekommen wir abends kaum unsere Stiefel trocken und müssen wegen eines Unwetters direkt das erste Mal spontan die Route ändern. Wir werden uns jetzt alle nochmal einen Kaffee holen, uns ein bisschen was trockenlegen und den ganzen Driss wieder zurückfahren. Und wie das nun mal so ist, das eine Problem ist gelöst, das nächste wartet schon. Regnen tut es mittlerweile nicht mehr, dafür ist plötzlich vor uns die Straße gesperrt. Da gab es wohl einen dicken Felssturz, da liegen PKW-große Felsen auf der Straße. Wir dürfen jetzt wahrscheinlich so ca. 100 Kilometer zurückjuckeln und einen riesengroßen Umweg um Berge und Fjord fahren. Da diese Gefahr während einer Tour durch Europas Norden ein stetiger Begleiter ist, reden wir in der nächsten Episode auch mal darüber, was man vor einer Reise nach Skandinavien unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Das erwartet euch in der nächsten Episode, in der Ausrüstung und Nervenkostüme ihren ersten richtigen Stresstest erleben. Ich danke euch fürs Mitfahren, bis zum nächsten Mal.